Der Mann kam zufällig an einem kleinen Bach vorbei, als er plötzlich ein frisch geschlüpftes Vogelbaby entdeckte, das im Wasser kämpfte. Wenn man seinen winzigen Körper betrachtet, kann man kaum glauben, dass der Vogel kämpfen und versuchen kann, zu schwimmen, um sich zu retten. Zum Glück kam der Junge genau in diesem Moment, bevor etwas passierte, mit dem niemand gerechnet hatte. Er bückte sich schnell, hob den Vogel vorsichtig aus dem kalten Wasser und legte ihn in seine Handfläche, wo er sicher war. Als er sich weiter umsah, bemerkte er direkt daneben ein kleines umgestürztes Strohnest, als wäre es die Spur eines Vorfalls von oben. Das ist das Nest des Jungvogels. Sobald er näher kam, um nachzusehen, ertönten plötzlich eine Reihe schwacher Schreie. Nicht nur von einem Vogel, sondern von einer kleinen Herde, die um Hilfe ruft. Als er das Nest aus dem Wasser hob, sah er die anderen Jungvögel zusammengedrängt, nass und zitternd. Der junge Mann nahm behutsam alle Vogelbabys aus dem Nest und untersuchte sie einzeln. Niemand wusste, wie lange sie schon dort waren, aber er war froh, dass er rechtzeitig angekommen war, denn sonst hätte dieser Vorfall auf eine Weise enden können, mit der niemand gerechnet hatte. Mit etwas Besorgnis und Entschlossenheit beschloss der Mann, sie an einen sicheren Ort zu bringen, um sich um sie zu kümmern. Als erstes muss ich einen sicheren neuen Ort für sie vorbereiten. Der Mann fand schnell eine Kiste, in der sich alle hinlegen konnten. Um es eher wie ein Vogelnest aussehen zu lassen, nahm er jeden Strohhalm auf und legte ihn sorgfältig hinein, um einen warmen und weichen Raum zu schaffen. Als er fertig war, brachte er die Jungvögel in das neue Nest, damit sie in Frieden ruhen konnten. Aber um das Leben eines Tieres zu retten, braucht es mehr. Er erkannte, dass sie zu dieser Zeit Nahrung am meisten brauchten. Als er einige Samen fand, zerkleinerte er sie und fügte Wasser hinzu, um sie leichter verdaulich zu machen. Dann machte er sie vorsichtig zu einer dünnen Mischung. Der Junge bereitete einen kleinen Zylinder vor, damit er ihn sanft und genau füttern konnte. Die Jungvögel warteten gespannt, jeder mit weit geöffnetem Maul darauf, dass er an die Reihe kam. In den ersten Tagen war es nicht einfach, sich um sie zu kümmern, aber nach und nach gewöhnte er sich an den Rhythmus und die Vögel begannen gesünder zu werden. Ihr Fell wird dicker und ihre Flügel werden nach und nach stärker. Einige Zeit später waren die Vögel groß genug und konnten fliegen, bereit, in die Natur zurückzukehren. Die Pflege und der Schutz dieser winzigen Lebewesen ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch Ausdruck tierischer Liebe und Mitgefühl. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.